Ja, hi Leute, schön, dass ihr dabei seid wieder, dass ihr euch das Video anschaut. Heute geht es ums Rechnen. Die Abstimmung war ganz knapp. Ja. Ich habe ja gefragt, ob ich das nächste Video über die Ausrüstung machen soll oder über Rechentipps. Und es war tatsächlich knapp, es war 46 zu 54%. Ja, gewonnen hat's Rechnen. Und daher muss leider die Ausrüstung noch ein bisschen warten. Ich muss euch ein bisschen vertrösten bis zum nächsten Mal. Aber es wird auf jeden Fall kommen. Also heute geht es ums Rechnen. Ja, ich fange erstmal grundsätzlich mit den Boogie-Zahlen an. Also die Boogie-Zahlen sind die Zahlen, die man mit 3 Darts nicht checken kann. Ja, die liegen alle unter 170. Also beim regulären Stil-Dart, wenn man Doppel-Out spielt, ist das so. Wenn man Master-Out spielt und man hat quasi das höchste Checkout mit 180, gibt es natürlich noch ein paar weitere. Aber grundsätzlich sind es die Zahlen, die unter 170 sind. Davon gibt es 7 Stück. Angefangen mit 159, 162, 63, 64, 66 und so weiter. Die möchte ich jetzt nicht alle aufzählen, weil ich habe sie auch nicht alle im Kopf. Und das sind also Zahlen, die man nicht einfach so ohne weiteres checken kann. Man braucht definitiv mindestens 4 Darts dafür. Also schon über eine Runde hinaus. So, als nächstes möchte ich gern damit anfangen, was für Zahlen man als Data definitiv im Kopf haben sollte. Das fängt damit an, mit welchem Doppel ihr gerne checkt. Ja, bei vielen ist es Doppel 16 oder Doppel 14 oder Doppel 20, Doppel 18, Doppel 10 spielen auch viele nach der 20. Und es ist jetzt eure Aufgabe als Spieler, also je nachdem, was ihr gerne checkt, müsst ihr herausfinden, wie komme ich auf diese Zahlen. Das heißt, im Umkehrschluss komme ich im besten Fall mit einem Triple drauf. Das heißt, ich check gern Doppel 16. Das heißt, wir gehen jetzt mal von den 32 Punkten aus, weil wir die 32 Punkte erreichen wollen. Und jetzt müssen wir jeweils immer ein Triple dazu rechnen. Also mit welchem Triple komme ich auf die 32? Ja, dann gibt es ja die 92, dann gibt es ja die 89, die 86 und so weiter. Das heißt, wir rechnen entweder 60, 57, 54, 51 mal drauf und kommen dann auf die nächsten Zahlen. Ja, das heißt, wir haben dann 92, 89, 86 und das sind schon ein Beispiel Zahlen. Wenn ich die sehe, wenn ich weiß, ich stehe auf dieser Zahl, dann muss ich Triple 18 treffen bei 86 oder ich muss die Triple 19 treffen bei 89, weil ich dann jedes Mal auf die 32 komme. Das gehört dazu. Und nochmal einen Schritt weiter zu gehen, genau das gleiche nochmal zu machen. Das heißt, ich habe dann 152, 146, 140. Das heißt, wir gehen jetzt nicht nur einen Dreier-Schritt runter, sondern jetzt einen Sechser-Schritt, weil wir das Triple zweimal treffen müssen. Und das funktioniert mit jedem Doppel, das müsst ihr auch mal mit jedem Doppel gemacht haben, um die Zahlen mal vor euch stehen zu sehen, um dann vernünftig auf euer Doppel sich zu stellen. Ja, bei Tops ist es dann natürlich 100 und 160 oder ja, man kann auch mal Triple 19, Triple 20 miteinander da drauf rechnen, um zu schauen, was für eine Zahl kommt dann raus. Also auch die Triple ruhig mal mischen dann und sich diese Zahlen, die dann rauskommen, mal vor die Augen zu halten und zu sagen, das sind die Zahlen, mit denen ich dann auf Tops komme. Oder das sind die Zahlen, mit denen komme ich auf Doppel 14 oder auf Doppel 18 oder auf Doppel 16. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Und ja, das zum einen. Das heißt, ich habe schon mal so ein bisschen Orientierung unter den 170 Punkten, wie ich mich stellen kann, was ich werfen muss, was vielleicht auch, natürlich werdet ihr nicht immer auf solche Zahlen kommen, ja, aber es gibt schon mal so eine leichte Orientierung, mal eine erste Hilfe unter diesen 170 Punkten, um sich dann auch weiter runterzuhangeln. So, dann spielt man meistens, ob es jetzt E-Dart ist oder Stil-Dart, spielt man auf jeden Fall oft 501. Und jetzt den Tipp, den ich euch geben kann, ist also, wenn ihr wirft, ja, und ich fange bei 501 an, und ihr wollt es tatsächlich alles im Kopf runterrechnen, ist ein bisschen schwer.
Ja, ich meine, so Zahlen wie 60, 45, 41, das geht noch. Das kann man noch so irgendwie einordnen, weil man das, ich sag mal, auch am regelmäßigsten wirft. Aber was ganz viel ausmacht, ist eigentlich die Spanne bis zu den 170 Punkten. Ich meine, 170 abzuchecken und zu finishen, das kann man trainieren. Habe ich schon im Video davor gesagt, mit dem 170er Finish-Training, einfach immer 170 finishen, kann man trainieren. Was aber dazwischen passiert, zwischen 501 und 170, das ist einfach nur Scoren. Ja, und wie viele Punkte sind es? Sind 331 Punkte. Das heißt, ich muss jetzt natürlich so schnell wie möglich versuchen, auf die 331 Punkte zu kommen oder mehr. Auf ein anderes Finish, auf ein anderes Checkout. Und das ist ein Tipp, das mache ich oft, wenn ich nichts zum Zählen dabei habe oder kein PC oder gerade keine Lust habe. Ich zähle bis 331 hoch. Dann treffe ich die 60, treffe ich die 45, treffe ich vielleicht die 100, habe ich schon bei 205 Punkte. Das heißt, bis 331 brauche ich noch 126. So, dann kann ich mir überlegen, 126, wie kannst du das machen? Probiere ich einfach mal weiter auf die 20. Probiere ich weiter auf die 20, treffe ich vielleicht nochmal 60, habe ich dann 66 übrig, treffe ich vielleicht nochmal die 60, habe ich 6 Rest. 6 bis zu 170 heißt so viel wie, ich habe jetzt 176 Punkte. Und die muss ich jetzt checken. Ja, das heißt, ich rechne erstmal hoch bis ungefähr 331 und kann dann wieder runterzählen. Das ist der eine Weg. Ein anderer Weg ist auch, diese 501 Punkte so in 3 Abschnitte zu unterteilen. Ich rechne zuerst hoch, also ich rechne Plus, rechne ich wieder Minus, dann rechne ich wieder Plus oder dann wieder Minus. Was ich damit sagen will ist, mal angenommen, ich werfe 60, 45 und wieder 60, komme ich auf 165 Punkte. Heißt im Umkehrschluss, ich brauche jetzt noch 166 bis zu den 170. So, und jetzt kann ich mir aussuchen, entweder rechne ich ja, so wie ich es eben gesagt habe, ich rechne noch weiter hoch bis 331 oder ich rechne wieder die 166 ab. Das heißt, ich habe 166, treffe 60, habe ich noch 106, treffe vielleicht die 100, habe wieder die 6 übrig, ja, komme also wieder auf die 176 Punkte oder ich mache die 106 Punkte irgendwie anders. Auf jeden Fall komme ich wieder in die Richtung 170 und egal in welchem Areal ich dann bin, kann ich wieder weiter abziehen. Kann ich wieder 170 finishen quasi. Das ist der andere Weg, den man machen kann. Da gibt es jetzt ein paar Sachen, auf die man achten muss, auf jeden Fall. Vor allem, wenn man so knapp über 170 Punkte steht und beispielsweise 181. 181 ist ein gutes Beispiel. Wir nehmen jetzt mal an, dass wir auf 181 stehen und wir wollen auf 170. Dann fehlen uns 11 Punkte und dann schauen wir, okay, uns fehlen die 11 Punkte. Aber wir müssen ja nicht zwingend auf 170. Wir können ja auch auf ein anderes Finish runter. Das heißt, ein anderes Finish heißt 3 Punkte weniger. Das heißt, wir kommen auf 167, wir kommen auf 164, wir kommen auf 161, 158 und so weiter. Und dann können wir auch einfach mal von den 11 auch immer 3 Punkte höher gehen. Das heißt, wir kommen auf die 14, wir kommen auf die 17, dann kommen wir auf die 20. Für eine Finishzahl. Um erstmal über eine Singlezahl, über ein einfaches Feld auf eine Finishzahl zu kommen. Für Anfänger kann ich dann tatsächlich empfehlen, geht auf 11 oder 14, weil da habt ihr direkt ein großes Areal und wenn ihr das Doppel oder Triple trefft, ist es auch nicht so tragisch. 22 wäre ein bisschen blöd, weil dann kommt ihr gerade auf eine Boogie-Zahl, aber ich sag mal, dass die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Also mit 11 oder 14 kommt ihr auf jeden Fall auf eine Finishzahl. Und für die, die vielleicht auch schon stärker auf der 20 sind, könnt ihr auch auf die 20 gehen und kommt damit auf 161. Das heißt, ihr steht auch mal grundsätzlich auf einer Finishzahl. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, dann
weiterzukommen. Ja. Und es gibt jetzt auch mal so die Situation mitten im Spiel, ich habe vielleicht 230 Punkte geworfen oder ich stehe auf irgendeiner krummen Zahl und ich weiß jetzt nicht so recht, wie ich weiterkommen soll. Der eine Weg bis 331 hochzurechnen, um 170 Rest zu haben, das ist auf jeden Fall eine Hilfe bei sowas. Weil ihr habt dann so ein Zwischenziel und dieses Zwischenziel könnt ihr erreichen. Auf der anderen Seite kann ich aber auch einen Tipp geben, wenn ihr auf die 20 spielt und ihr seid da schon recht konstant, seid da schon ganz gut drauf und spielt ganz schön stark, dann kann ich euch empfehlen, zieht doch einfach mal 60 Punkte ab und guckt, wo ihr dann in der nächsten Runde stehen würdet. Ja, mal angenommen, ich stehe 308 Punkte. Ja, ich muss noch 308 Punkte erzielen. Ziehe ich einfach mal 60 ab, stehe ich auf 248. Finde ich das gut? Ist das eine Zahl, mit der ich umgehen kann? Fällt mir das schon leichter oder nicht? Ja, oder bin ich ein 19er Spieler, ziehe ich ruhig mal 57 ab, wobei ich 308. Dann habe ich 251 Punkte. Ist das eine Zahl, mit der ich besser leben kann? Oder vielleicht irgendwas dazwischen? Mache ich vielleicht 58 oder 59 Punkte oder irgend sowas? Ja, und ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass ich kein Triple dabei treffe. Also zieht ruhig mal in der Erwartung ab, dass ihr es so trefft, wie ihr wollt. Zieht einfach mal ab, wo ihr hinkommen könnt. Um dann zu entscheiden, kann ich da besser weiterspielen? Weiß ich da vielleicht einen Weg? Habe ich das gestern schon mal gespielt oder habe ich das vorhin schon mal genauso gehabt? Kam ich vorhin auch schon mal auf die Zahl und es hat dann ganz gut geklappt. Also das sind Wege und Tricks, die man so ein bisschen miteinander kombinieren kann. Und also mir hilft es ganz oft, wenn ich einfach mal 60 oder 100 abziehe und gucke, wo ich dann bleibe. Aber ich sag mal, in der Regel schreibt man sich ja die Zahlen mit. Ob es jetzt auf so einer Tabelle ist an der Seite oder ob es auf dem PC, auf so einer Software oder auf dem Handy, auf einer App, schreibt man ja in der Regel immer mit. Ich meine, es ist immer ein bisschen lästig, immer dann so rumzutippen und so weiter. Das gefällt mir auch nicht so persönlich. Ja, ich hab schon bei Amazon für die Alexa geschaut, ob es da vielleicht eine App gäbe oder so ein Skill gäbe, wo man vielleicht einfach nur die Nummer sagt und so weiter. Habe leider nichts gefunden. Und ja, es ist lästig, halt das immer anzutippen, umzuschreiben, dann wieder hinzustellen und wieder neu zu werfen. Das ist lästig, das gebe ich auf jeden Fall zu. Aber man muss dann unterscheiden, schreibt man es sich lieber auf oder will man wirklich im Kopf durchrechnen? Ja, und im Kopf durchzurechnen ist vielleicht am Anfang ein bisschen schwer, weil man vielleicht auch hohe Zahlen miteinander addieren muss oder abziehen muss. Aber es funktioniert. Also ich denke, mit den 331 so als Zwischenschritt, um es hochzurechnen, ist man ganz gut bedient. Und ja, ansonsten gibt es halt Zahlen, die immer sehr schwierig sind, wie, also was mir auch oft widerfährt, was ich auch bei anderen sehe, ist den Weg, wie die zum Beispiel bei 66 spielen. Also wenn ich 66 stehe, versuche ich immer Triple 10. Triple 10 macht man grundsätzlich erstmal nichts falsch, ob man die 10 trifft oder nicht. Weil entweder steht der von 66 steht dann 56 und kann mit 16 auf Tops gehen oder mit 20 auf Doppel 18. Das ist schon mal ein guter Weg. Trefft ihr direkt die Triple, könnt ihr natürlich sofort auf Doppel 18 gehen. Oder was zum Beispiel gar nicht geht, sind 99 und 109. 109 und 99 sind so fiese Zahlen. Denn für 109 und 99 braucht ihr definitiv 3 Darts. Was im Umkehrschluss heißt, ihr habt nur ein Dart auf ein Doppel. Das heißt, es gehört auf jeden Fall auch dazu, die 109 und die 99 zu vermeiden. Ich glaube, die 119 sogar auch. Ja, 119 auch. Ich glaube, da gibt es auch noch ein paar andere. Aber so 99, 109 und 119, das sind so die typischen Zahlen, die so ein bisschen blöd sind einfach. Die sind einfach nicht geschickt zum Stellen. Ansonsten gibt es immer Wege, sich über ein Triple auf ein Doppel zu stellen.
Grad unter 100 ohne die 99 kann man jede Zahl auf ein Doppel stellen mit einem Triple. Und ja, was ist denn noch eine blöde Zahl? Noch eine blöde Zahl ist 113. Dafür braucht man auch 56, ja, 59. Für 113 braucht man auch 3 Darts. Also es gibt tatsächlich Zahlen, die stellt man sich am besten nicht. Und was auch vorkommt, stellt euch vor, ihr steht auf einer geraden Zahl, schon relativ weit unten, ganz normal zum Checken, auch für Anfänger. Vielleicht sowas wie, was haben wir denn da? 42 und, ja, 42, 46, ne. Ihr steht auf 44, 36. Macht ja auch nichts, auf was für einer Zahl wir stehen. Auf jeden Fall, was wichtig ist dieses Feld, diese 8 und die 16, die 18 und die 4 und die 6 und die 10. Denn mit diesen 3 Doppelarealen habt ihr immer eine gerade Zahl, um euch zu stellen. Das heißt, steht ihr auf einer geraden Zahl, die euch zum Checken nicht so gut passt, hilft euch auf jeden Fall eine dieser 3 Doppelsegmente zum gut hinstellen. Wenn ihr ungerade Zahlen habt, die so auf einer Höhe von 40 bis 70 sind, dann hilft euch einfach die hier bei ungeraden Zahlen, denn mit den 4 ungeraden Zahlen stellt ihr euch wieder auf eine gerade Zahl zum Checken, was sonst überall nicht mehr vorkommt. Sonst haben wir immer einen Wechsel von gerade, ungerade. Ja, also hier mal ungerade, gerade, gerade, ungerade, gerade, gerade, ungerade, gerade, ungerade und so weiter. Also diese Doppelfelder hier, die sind auf jeden Fall ganz wichtig, auch zum Stellen. 14 zum Beispiel, wenn ihr auf 14 steht, macht es mehr Sinn als Doppel 7, weil nicht viele spielen gerne Doppel 7, das habe ich schon mal gesagt. Dann geht lieber auf 6 oder 10, denn mit der 10 kommt ihr auf die Doppel 2 und mit der 6 kommt ihr auf die Doppel 4 und dann seid ihr wieder in der Zweier-Potenzreihe. Zweier-Potenzreihe. Jetzt wird es wieder ein bisschen mathematisch. Viele sagen jetzt, oh, Potenzreihe. Ich bin doch gerade erst aus der Schule raus. Ja, Zweier-Potenzreihe ist einfach die Reihenfolge, in der man tatsächlich am besten sich checkt. Denn Zweier-Potenzreihe sagt 2, 4, 8, 16. Ja, das heißt, ich stehe jetzt mal auf 32, treffe die Single 16. Bleibe ich auf Doppel 8. Habe ich die Doppel 8, treffe die Single 8, komme ich auf Doppel 4. Treffe ich die Single 4, komme ich auf Doppel 2 und dann auf die 1. Das heißt, als wenn ihr hier auf diesen Zahlen immer das Single trefft, kommt ihr immer direkt automatisch wieder auf ein neues Doppel. Das ist bei anderen Zahlen zum Beispiel nicht so. Für viele ist es jetzt nicht Neuland, viele sagen, ja, das weiß ich schon seit Jahren, keine Ahnung. Es gibt halt auch neue, für die sage ich das jetzt, zum Beispiel für 38, ja, da kommt man direkt auf die 19, also eine ungerade Zahl, das heißt, man muss sich zuerst wieder gerade stellen. Man verliert dann quasi immer einen Dart fürs gerade stellen und das ist halt nicht gut. Oder was machen wir noch? 36, ja, mache ich dann 18, komme ich auf Doppel 9, mit der 9 bin ich wieder auf einer ungeraden Zahl, muss ich mich schon wieder gerade stellen. Das heißt, auf allen anderen Zahlen, auf allen anderen Doppel oder so, komme ich immer irgendwann auf eine ungerade Zahl, außer über diesen 16, 8er, 4er, 2er und 1er. Deswegen spielen auch immer so viele auf Doppel 16. Ja, und ich glaube, das war's soweit schon wieder. Also beim nächsten Mal versuche ich dann was mit Ausrüstung zu machen, erzähle ich was über das Board. Ich gucke vielleicht auch nochmal, wo ich meinen Dartständer her habe, vielleicht, falls es jemanden interessiert. Dann mal über die Darts gucken, ich suche ein bisschen was raus vom Zubehör und so weiter, was mir gut gefällt, womit ich immer gut klarkam. Ich habe auch früher mit dickeren Darts gespielt, ich weiß nicht, wer gestern als Premier League geschaut hat. Da kam auch mal die Frage über Twitter, wie groß sollten die Barrels am besten sein. Fand ich dann interessant, dachte ich, oh, das bringe ich auf jeden Fall rein. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, beim nächsten Video über die Ausrüstung und alles Sonstige mit Teilen und mit Sachen, was man so beim Dart alles braucht.
Und bis dahin wünsche ich euch gute Arzt und viel Spaß und viel Erfolg weiter im Training. Wenn es Fragen gibt, wenn euch irgendwas gefehlt hat, wenn es was gab, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, schreibt es mir auf jeden Fall. Ich versuche es immer zu verbessern. Ich versuche die Videos auch ein bisschen mehr zu bearbeiten. Ich versuche den YouTube-Kanal ein bisschen zu verbessern. Also es ist so alles so ein bisschen im Aufbau. Ich versuche alles zu machen, sobald ich Zeit habe. Und ich hoffe, es gefällt bei jedem von euch. Also bis dann.